Lass uns mit einem Gebet beginnen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, as we come to the close of another Sabbath day, ja, so wie wir jetzt zum Ende eines weiteren Sabbats kommen, we want to thank you for your great blessings that you've bestowed upon us. möchten wir dir danken für die großartigen Segnungen, die du über uns ausgegossen hast. We want to thank you for the freedoms of worship, Wir möchten dir danken für die Freiheit der Anbetung, for the fellowship that we can have, für die Gemeinschaft, die wir haben können and for all the physical blessings that you also bestow upon us. und auch die ganzen physischen Segnungen, die du über uns gibst. We want to pray now, Lord, as we open your word, Und wir möchten jetzt bitten, wenn wir dein Wort öffnen, that you will come amongst us and give us wisdom and understanding, dass du unter uns kommst und uns Weisheit und Verständnis gibst and open our minds that we may understand these deep truths, und dass du unser Verständnis öffnest, damit wir diese tiefen Wahrheiten verstehen können and that we might put them in our hearts that we might not sin against und you. dass wir sie in unser Herz legen können, damit wir nicht gegen dich sündigen. And we want to ask all this in the name of Jesus. Und wir möchten all das bitten im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, there's no notes for this as such. It's only one quote, and I'll just quickly. I put it already in German, and it's just. Also heute Abend wird es keine Notizen in dem Sinne geben. Es sind eigentlich Bibelverse jetzt nur und dann ein Zitat, das habe ich ja bereits auch schon ins Deutsche übersetzt. Das ist in der Livestream-Gruppe. Yeah, I'll just put the same one in English. Also ich werde das auch nochmal jetzt hier weiterleiten. Okay, so anyway, let's begin and turn to Genesis 41. Ich würde mal sagen, lass uns anfangen, lass uns mit 1. Mose 41 anfangen. Now, it's always the same. Whenever the structure changes somewhat, we have to go back over many things that we understood before. Und es ist immer dasselbe, wenn die Struktur sich so ein wenig verändert, müssen wir immer wieder durch die ganzen Geschichten gehen, die wir bereits angeschaut haben. And we tend to see things a little differently, although the principles don't change. Und dann neigen wir dazu, dann Dinge ein bisschen anders zu sehen und zu verstehen, aber die Prinzipien, die bleiben immer dieselben. And that's just a fact that we are erring, sinful human beings, and this is an advancing glory, right? Und es ist einfach eine Tatsache, dass wir alle irrende, sündige Wesen sind und das ist eine fortschreitende Herrlichkeit. Okay, so on our board we have the last reform line, these two Sunday laws, Also auf unserer Tafel haben wir hier die letzte Reformlinie mit den 2 Sonntagsgesetzen. and you know we've got right here we've got both Sunday laws represent the same thing. Und beide Sonntagsgesetze, sie stellen jeweils dasselbe dar. So just take this Sunday law and stretch it down here, and it's a parallel in all the waymarks, right? Also wenn wir jetzt dieses Sonntagsgesetz nehmen und dann hier ausspannen, ist es eine Parallele bezüglich all dieser Wegmarken hier. And then the last line is just again we take the midnight cry, stretch it out. It's just again a smaller fractal, right? Und dasselbe ist auch mit der letzten Box hier. Ist dann hier die untere Linie, kann man auch ausstrecken und es ist eine Parallele dazu. Okay, it's just these wheels within these wheels, right? Es sind einfach diese Räder in den Rädern. Okay, Genesis 41 and verse 1. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 41, Verse 1 bis 2. It says, "And it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh dreamed, and behold, he stood by the river. And behold, there came up out of the river 7 well-favoured kine and fat-fleshed, and they fed in a meadow." So, where is Pharaoh standing? Also wo steht Pharao hier? Where is he standing? It must be before the 7 good years. Also auch prophetisch gesehen auf der Linie. I'm not asking that. We just read something. I'm asking based on where is he standing? Also wo steht er hier buchstäblich gesehen, nicht At the prophetisch. end of 2 full years. No, he's standing by the river. It says. Er steht hier am Fluss. I mean, you can try that one as much as you want. You can think, okay, where would you find the end of 2 full years? No idea. Exactly. But it says there he's standing by a river, right? He's standing by a specific place, right? Also
das Ende von 2 ganzen Jahren, das ist jetzt nicht irgendwas, was wir genau verstehen, aber wir können hier sehen, dass er beim Fluss steht. No, I don't mean that. It doesn't matter. We don't need. The point is, he's standing by the river, right? Also der Punkt ist einfach, er steht hier an dem Fluss. And there is something that he's dreaming about that's coming out of the river, right? Und er träumt jetzt über etwas, was aus dem Fluss dort emporsteigt. And we understand that this is a blessing that's coming out of the river, right? Und wir verstehen, dass das einen Segen darstellt, der aus dem Fluss hervorkommt. Right? Richtig? Okay. So I just want to look, because this morning, or let's say this much, right? We understand that right here at the beginning you have a birth, right? Also wir verstehen ja, hier am Anfang haben wir eine Geburt. Right? And at the end you have a birth, Und auch hier am Ende haben wir dann eine Geburt. right? And those births are marked by a light that God is blessing his people, right? Und diese Geburten sind ja dann dargestellt durch ein Licht, was dort kommt, was sein Volk dann segnen wird. It's a combination of human and divine, right? Es ist eine Verbindung von der Göttlichkeit mit der Menschlichkeit. Yes? Ja? So it's when light comes to God's people that brings about the birth, when they accept it. Es ist, wenn das Licht zu Gottes Volk kommt, das ist, wenn sie es annehmen, bringt dann diese Geburt hervor. Okay, so I want us to keep that in mind, that at the beginning and the end of each one of these periods there is this birth marked by light, Und right? ich möchte das euch einfach nur in Erinnerung rufen, dass also am Anfang und am Ende dieser Perioden hier ist jeweils eine Geburt markiert, dargestellt durch Licht, das kommt. So I want to suggest that Pharaoh, when he's standing by the river here, this is light that's coming to him because God is giving him a dream, right? Deswegen, was ich euch vorschlagen möchte, ist hier, dass das Licht hier ist, was zu Pharao kommt, denn er erhält ja hier einen Traum von Gott. Okay, everybody understand that point, right? Kann jeder diesen Punkt verstehen? So the river represents light, okay? Deswegen dieser Fluss, der stellt Licht dar. Because that's where these cows are, well, these cattle are coming out, right? Denn daraus kommen dann diese Kühe hervor. Now go to Isaiah chapter 30. Gehen wir zu Jesaja 30. Now Isaiah chapter 30 is marking the end of God's people experience when the Lord pours out upon them the latter rain. Und Jesaja 30 spricht jetzt über das Ende, die Enderfahrung von Gottes Volk, wo jetzt der Herr den Spätregen über sie ausgießen wird. Okay, let's read it. It says in Lass verse, uns ab Vers 18 lesen. it says, verse 18, right? It says, and therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you, for the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for him. What's this waiting time? Also was ist diese Wartezeit hier? Time. The tarrying time, right? Das ist die Verzögerungszeit. And you've got to tarry all the way to the end of the parable of the 10 virgins, right? Und du musst bis zum Ende des Gleichnisses der 10 Jungfrauen noch warten. Yes? Richtig? Okay, I want to make sure you're all awake, right? So, verse 19. Weiter mit Vers 19. For the people shall dwell in Zion at Jerusalem, thou shalt weep no more. He will be very gracious unto thee at the voice of thy cry. When he shall hear it, he will answer thee. And though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner any more, but thine eyes shall see thy teachers. Right? So, where does the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction? Wenn wir jetzt bis Vers 20 lesen, wo ist es, dass der Herr dir dieses Brot der Drangsal und Wasser der Drangsal gibt? Go on, Alex. Give me your best shot. Dat was hetzelfde ding. Okay, yes. The Sunday law crisis, right? Also in der Sonntagsgesetzkrise. Okay, it's this time period of persecution, Das right? ist diese Zeit der Verfolgung. So the tarrying time comes, you go through the time period of persecution, you got to wait on the Lord until he delivers you, right? Also es kommt diese Verzögerungszeit, du gehst durch die Zeit der Verfolgung und du musst auf den Herrn warten, bis er dich dann befreit. Okay, it says, verse 21, Weiter ab Vers 21. and thine ears shall hear a word, and thine ears shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk ye in it. When ye turn to the right hand and when ye turn to the left.
ye shall defile also the covering of thy graven images of silver, and the ornament of thy molten images of gold. Thou shalt cast them away as a menstruous cloth. Thou shalt say unto it, Get thee hence. Then shall he give the rain of thy seed, that thou shalt sow the ground withal, and bread of the increase of the earth, and it shall be fat and plenteous. In that day shall thy cattle feed in large pastures. Now, in Genesis 41, when those cows come out of the river, what do they do? Also bis Vers 23 haben wir gelesen und in 1. Mose 41, wenn die Kühe da aus dem Fluss kommen, was tun sie dann? They feed in the meadow, in these pastures, right? Sie grasen dort auf dieser Weide. So I just want you to know that these are both representing a similar experience, right? Ich möchte euch also einfach nur erkennen lassen, dass das jeweils eine ähnliche Erfahrung darstellt. It says, The oxen likewise and the young asses that ear the ground shall eat clean provender, which hath been winnowed with the shovel and with the fan. And there shall be upon every high mountain and upon every hill rivers and streams of water in the day of the great slaughter when the towers fall. Now, what would that parallel right there? Vers 25, was wird das hier darstellen? Also, Review or midnight. womit würde es parallel stehen? Where do we mark this on our line? Wo markieren wir Vers 25 auf der Linie? Yeah, it's the destruction, right? It's the destruction of those that persecuted you, right? So the only place that it can be is at the end of the Sunday law crisis, right? Das ist die Zerstörung derjenigen, die dich verfolgt haben. Also der einzige Punkt, wo das sein kann, ist also am Ende der Sonntagsgesetzkrise. Okay, prefigured in some sense by 9/11, right? Und das ist vorausgeschattet in einem gewissen Sinne durch den 11. September. Okay, and it talks about there'll be streams, there'll be rivers and streams of water, right? So this is water being flowing that's like Pharaoh when he's standing by the river, Und right? das spricht er jetzt hier über Flüsse und Wasserströme, die dann hervorgehen, so wie ähnlich wie bei Pharao, der ja dort am Fluss stand. Okay, it says, moreover, Vers 26. the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold, as the light of 7 days, in the day that the Lord bindeth up the breach of his people, and healeth the stroke of their wound. So what does he mark here right at the end? Also was markiert er hier am Ende? How much is the light? Wie groß wird das Licht sein? 7 times, but as the light of 7 days, right? Es wird 7-fach sein, wie das Licht von 7 Tagen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So you got 7 days marked there of light. Hier 7 Tage des Lichtes dann hier markiert. If you parallel August 11th, 1840 there, what was it? Und wenn wir jetzt die Wegmarke mit 11. August 1840 parallel setzen, was war es damals? Glorious manifestation of the power of God. It went forward, right? Es war eine herrliche Manifestation der Macht Gottes. Es ging dort vorwärts. Okay, so for instance, Noah. Where's Noah told to get on the ark? Wo wird dem Noah zum Beispiel gesagt, dass er auf die Arche gehen soll? Right here, right? Also hier Mitternacht. How many days is he getting on the ark? Und für wie viele Tage geht er auf die Arche? 7 days, right? Für 7 Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And was it a manifestation of God's power? Und war das eine Manifestation der Macht Gottes? Yes. Ja. Everybody saw it, right? Everybody was convicted by it, right? Jeder sah das, jeder ist überführt worden dadurch. Right? So I just want you to see the parallel, all right? Ich möchte euch einfach nur die Parallele zeigen. But let's go back to Genesis 41. Gehen wir aber zurück zu 1. Mose 41. But I want us to understand Genesis 41, although it's a parallel experience, it's at the beginning, right? Also obwohl Genesis 41 hier eine parallele Erfahrung ist, markiert diese Geschichte den Anfang. Because it says, Sister White says, when those great buildings come down, Revelation 18, 1-3 will be fulfilled. Denn Right? Ellen sagt ja, wenn diese großen Gebäude herabkommen, wird Offenbarung 18, Verse 1 bis 3 erfüllt werden. Right? Richtig?
That's his glory, right? Das ist seine Herrlichkeit. But we know when the Sunday law comes, which message comes here? Aber wir wissen, dass wenn das Sonntagsgesetz kommt, welche Botschaft kommt dort? Revelation 18:1. Revelation 18, 1 to 3, right? Offenbarung 18, Vers 1 bis 3. So you have it at the end and the beginning, right? Deswegen Offenbarung 18, Vers 1 bis 3 haben wir also am Anfang und auch am Ende. Sister White parallels Revelation 18 with Revelation 10. Und Ellen White vergleicht Offenbarung 18, 1 bis 3 mit Offenbarung 10. When the Sunday law comes, it says hold, 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 hold until the servants of God are sealed, right? Und wenn das Sonntagsgesetz kommt, geht ja die Botschaft haltet, 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 bis die Knechte Gottes an den Stirn versiegelt sind. And the sealing message that the Millerites took forward was the angel of Revelation 10. Und die Versiegelungsbotschaft, die die Milleriten dann vorwärts brachten, war die Botschaft aus Offenbarung 10. But August 11, 1840, which message was empowered? Aber der 11. August 1840, welche Botschaft wurde dort bekräftigt? Why is there silence? The angel. The angel of Revelation 10, right? Der Engel aus Offenbarung 10. So you got the angel of Revelation 10 at the beginning, the angel of Revelation 10 at the end. Revelation 18 at the beginning, Revelation 18 at the end, right? Deswegen haben wir folglich den Engel aus Offenbarung 10 am Anfang und am Ende, genauso wie mit dem Engel aus Offenbarung 18. Now, I am not suggesting that 9/11 was Revelation 18. It wasn't. It was just typifying it, right? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der 11. September Offenbarung 18 war. Es war einfach nur ein Typus dafür. Okay. So, because it's marking the Sunday law, Christ. Weil es die Sonntagsgesetzkrise markiert. So, go back to Genesis 41, Gehen wir zurück zu 1. Mose 41, verse 3. Vers 3. It says, And behold, 7 other kine came up after them out of the river, ill-favoured and lean-fleshed, and stood by the other kine upon the brink of the river. And the ill-favoured and lean-fleshed kine did eat up the 7 well-favoured and fat kine, so Pharaoh awoke. And he slept, and dreamed the second time, and behold, 7 ears of corn came up upon one stalk, rank and good, and behold, 7 thin ears, and blasted with the east wind, sprung up after them, and the 7 thin ears devoured the 7 rank and full ears, and Pharaoh awoke, and behold, it was a dream. And it came to pass in the morning that his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all the wise men thereof, and Pharaoh told them his dream, but there was none that could interpret them unto Pharaoh. Bis Vers 8. So we know that when they make a Sunday law, what begins? Wir wissen, dass wenn sie das Sonntagsgesetz machen, was fängt dort an? Trouble. The time of trouble, right? Diese Zeit der Trübsal. Right? So when they make this, they think they're doing it in a righteous sense, right? Und wenn sie das machen, dann denken sie, dass das irgendwas Gerechtes wäre. And they don't understand that all of a sudden national apostasy brings national ruin, right? Aber sie verstehen nicht, dass plötzlich dann nationaler Abfall diesen nationalen Ruin herbeiführt. And he's troubled by this dream that tells him there's about these 7 good kine, and then followed by these 7 other kine that's going to eat them up, right? Und er ist dann beunruhigt über diese 7 guten Kühe und dann diese 7 anderen Kühe, die sie dann auffressen. And the second dream is talking about after the end of this 7 good years, there's going to be an east wind is going to blast basically the 7 good years of corn, right? Und der andere Traum sagt ja, dass am Ende der 7 guten Ähren dann dieser Ostwind kommt, der dann diese guten Ähren vernichtet und dann letztendlich dünne Ähren nur kommen. Okay, so we know if we take the pattern, right, because we have all these repeating patterns, right? Und wir wissen, wir nehmen ja immer die Muster, denn wir haben immer diese wiederholenden Muster. If we take Daniel 2, Nebuchadnezzar and Pharaoh, they're the same entity, right? Also wenn wir Daniel 2 betrachten, dann ist Nebukadnezar und Pharao dieselbe Macht. He has the same experience, he's sleeping, he has a dream, he wakes up and he's troubled. Nebukadnezar hat ja dieselbe Erfahrung. Er schläft, er träumt, er ist beunruhigt und wacht dann auf. And he also wants to know the dream, right? And he brings in the magicians. Und er möchte dann auch den Traum wissen und bringt dann die Magier hier hinein. How many times does he ask them? Und wie oft fragt er die Magier? 3 times, right? 3-mal. They're not able to tell, right? Aber sie sind nicht in der Lage, es zu sagen. So that's what we have here. So
So they're basically taking you all the way down to the midnight cry, marking this 1260 here, right? Also diese dreimal Magier, die bringen dich dann hinab bis zum Mitternachtsruf. Das ist dann diese 1260 bis zum Mitternachtsruf. Because this 1260 here takes you to the midnight cry, and that's what we're looking at here, right? Denn diese erste 1260 hier bringt dich zum Mitternachtsruf und das ist, was wir uns hier anschauen. Right? Richtig? Okay. So this is the time period where these magicians are going forward, but they're not able to tell the king, right? Also das ist die Zeit, wo diese Magier vorwärts gehen, aber sie sind nicht in der Lage, dem König die Deutung zu geben. So it marks this point where now the butler stands before the king. And what does the butler now tell Joseph? Und das markiert jetzt den Punkt Tell Pharaoh, sorry. in Pharaos Geschichte, wo jetzt der Mundschenk kommt. Und was sagt der Mundschenk dem Pharao? He tells him about the experience of Joseph in the prison, right? Und er erklärt ihm jetzt diese Erfahrung des Josefs, die er im Gefängnis gemacht hat. Okay, now we come and then, so we understand Joseph is standing right here at the 9th hour, right? Und wir verstehen ja, Josef steht dann hier zur 9. Stunde. But if I bring this fractal down here, the 9th hour is just a parallel waymark to this one right here, right? Aber wenn ich jetzt dieses Fraktal hier runterbringen würde, dann können wir verstehen, dass die 9. Stunde einfach eine parallele Wegmarke hier zu Mitternacht und der finalen Untersuchung ist. So let's go to verse 14. Gehen wir jetzt zu Vers 14. It says, Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon. He shaved himself and changed his raiment. What happens when you get to this waymark at the end of your experience? Was passiert, wenn du hier zum Ende, zu dieser Wegmarke kommst, am Ende deiner Erfahrung? What does the Lord give you? Was gibt der Herr dir? He gives you a new garment, right? Er gibt dir ein neues Gewand. Okay, the 9th hour is just a smaller fractal of that for a specific group, right? Und die 9. Stunde ist einfach nur ein kleineres Fraktal für eine bestimmte Gruppe. So the experience here is the same as the experience there. They're exactly parallel, right? Also die Erfahrung hier unten ist dasselbe, also mit der Erfahrung dort oben ist es eine Parallelerfahrung. Okay, so verse 15. 1. Mose 41, Vers 15. And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And I have heard say of thee that thou canst understand a dream to interpret it. Verse 29. Jetzt springen wir runter zu Vers 29 bis 32. So Joseph is now going to interpret the dream to Pharaoh. Josef wird jetzt dem Pharao den Traum deuten. Behold, there come 7 years of plenty throughout all the land of Egypt, and there shall arise after them 7 years of famine. And all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following it, for it shall be very grievous. And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice. It is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. Right? Bis Vers 32. So when we come to the 9th hour, right, got Joseph right here. Also wenn wir zur 9. Stunde hier kommen, da steht jetzt Josef. What does he tell him is going to happen? Und was sagt er dem Pharao, was wird passieren? 7 years of plenty. 7 years, right? Da kommen erstmal 7 Jahre der Fülle. 3, 4, 5, 6, 7. 7 years of plenty followed by 7 years of famine, 7 right? Jahre der Fülle, gefolgt dann von 7 Jahren der Dürre. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now wait, famine. Ich schreibe jetzt hier Hungersnot hin. But what marks this, what brings this famine? Aber was bringt diese Hungersnot herbei? Sorry? Der East. The east wind, Der right? Ostwind. Now, okay, now let's go, just take a thought, right? Go to, if this is 1798, what's this waymark marking right here? Also wenn das jetzt hier 1798 ist, was ist dann diese Wegmarke hier? 1833, the falling of the stars, Das right? ist 1833, das Fallen der Sterne. Sorry? I thought you said 538, that's a good 9, sorry. 'Okay, so
Okay, the falling of the stars there was taken from Revelation chapter 6, right? Und das Fallen der Sterne ist ja auch aus Offenbarung Kapitel 6 entnommen. And you've got Matthew, Mark, Luke, but John, in the book of John, he doesn't show those same things, right? Also wir haben ja Matthäus, Markus und Lukas und das Buch Johannes, das zeigt nicht diese selben Dinge. Right? They all mark the shaking of the earth and the heavens, right? Also diese drei Evangelien, die alle markieren diese Erschütterung der Erde und des Himmels. Why not? Why does John not mark it? Aber warum markiert Johannes das? Because he does it in the Revelation, Weil right? er das bereits im Buch Offenbarung getan hat. Because Revelation 6 in the book of Revelation is a parallel to Matthew, Mark and Luke speaking about the shaking of the earth and the heavens, right? Denn Offenbarung 6 ist eine Parallele zu Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 zu diesen Evangelien, die über die Erschütterung des Himmels und der Erde sprechen. So the stars fallen from heaven, what do they symbolize? Also die Sterne, die vom Himmel fallen, was stellen sie dar? The shaking of the heavens and the earth, right? Die Erschütterung des Himmels und der Erde. So they're all the same, right? So I can just do this, right? Right? Letztendlich die ganzen Fraktale sind ja dasselbe, deswegen ich könnte das dann hier platzieren. Because Fyodor was dealing with 1 Testimonies 268 this morning, right? Denn heute Morgen hat der Bruder Fjodor mit diesem Zeugnis aus dem ersten Band der Zeugnisse 268, das hat er thematisiert. Daniel 11:40, right? Daniel 11, Vers 40. Okay, she saw this time of trouble, then there was a little time of peace, and then the world was again in this time of trouble, right? Weil sie hat ja diese Zeit der Trübsal gesehen, dann eine kleine Zeit des Friedens und dann wiederum eine Zeit der Trübsal. And what was it that marked this again? Und was hat das hier wieder markiert? Luke 21. And what does it mark? Lukas 21. Und was war Shaking das? of the heavens and the earth, for the stars falling, right? Das war die Erschütterung des Himmels und der Erde, wo die Sterne fielen. Okay, it's just marking the same principle, right? Markiert einfach dasselbe Prinzip. It's the east wind, right? Das ist der Ostwind. Now, when we come here to 9/11, what does it mark? Wenn wir aber hierhin kommen zum 11. September, was markiert das dann? It's the end. What does it mark? Das ist das Ende, was markiert das? We went through this the other day. Just based upon what we've just been talking about, what is this? Basierend auf das, was wir uns angeschaut haben, was stellt das hier dar? First rain and hell. No. Based upon what we're talking about. We're talking about the shaking of the heavens and the earth, right? Wir sprechen ja über das Erschüttern der Himmel und der Erde. And I even give you a clue. East wind. What's this right here? Ich habe euch ja hier schon einen Hinweis gegeben. Ostwind, was ist das hier? It's the east wind, right? Das ist der Ostwind. And it's at the end. And we went through this. 21 MR 66.6. What is it talking about? In dieser Darstellung ist der Ostwind hier am Ende, denn der 21. Manuskript Release 66, worüber spricht das? Yeah, it's talking about buildings coming. The day of the Lord, right? Also Gebäude kommen runter, es spricht über den Tag des Herrn. And the day of the Lord is the shaking of the heavens and the earth. Und der Tag des Herrn ist die Erschütterung des Himmels und der Erde. So when you see that, what do you have when you understand that? Also wenn du das siehst, was hast du dann, wenn man das You have it at the so versteht? beginning and the end, right? Wir haben es am Anfang und am Ende. It's always showing us this. The Alpha and Omega is constantly showing us this at the beginning and the end, right? Das ist das Alpha und das Omega. Es zeigt uns immer wieder, das, was am Anfang ist, ist auch am Ende. Okay, so so he gives them this this prediction, right? There's going to be 7 years of plenty followed by 7 years of famine, right? Also er gibt ihm diese Vorhersage, es kommen erstmal diese 7 Jahre der Fülle und dann die 7 Jahre der Hungersnot. Okay, so Joseph represents the first group of people that have gone through their experience, and they stand before Pharaoh and give him this prediction, right? Also Josef stellt jetzt hier diese erste Gruppe von Leuten dar, die durch ihre Erfahrung hindurchgegangen sind, und er steht jetzt hier und gibt diese Vorhersage. But Joseph here is also John here, Aber Josef hier ist auch Johannes in dieser Darstellung. right? It's also Daniel standing here. Es ist auch Daniel, der hier steht. So, what is Joseph is also here. What is he saying? Also Josef steht folglich vom Prinzip her auch hier. Was sagt er? There's going to be 7 years of plenty, followed by 7 years of famine, right?
7 Jahre der Fülle, gefolgt von 7 Jahre der Dürre. So we can see that the famine is always representing this time period where you're being afflicted, right? Also diese Hungersnot ist immer diese Zeit, wo du unter Drangsal kommst. Okay, now this is just a smaller fractal of that, right? Und das hier unten ist einfach ein kleineres Fraktal von dieser Darstellung hier oben. Okay, and now let's look at that. Go to 1 Kings 16, Lass uns das genauer anschauen. Gehen wir zu 1. Könige 16. verse 29. 1. Könige 16, beginnend in Vers 29 bis Vers 31. Okay, it says, in the 38th year of Asa, king of Judah, began Ahab the son of Omri to reign over Israel. And Ahab the son of Omri reigned over Israel and Samaria 22 years. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took to wife Jezebel the daughter of Ethbaal, king of the Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. So when Ahab marries Jezebel, what point in time prophetically is it representing? Also als Ahab Isabel heiratet, welche prophetische Zeitpunkt markiert das? This Sunday, right? Hier das Sonntagsgesetz. Right here at the beginning, right? Also hier am Anfang. This is what brings this trouble upon him, right? Und das ist ja, was diese ganze Trübsal über ihn bringt. Okay, now when we go to the next chapter, 1 Kings 17, Nun, wenn wir jetzt zum nächsten Kapitel kommen, 1. Könige 17, Vers 1, it says, And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Right? So, because Ahab marries Jezebel, Elijah comes and stands before him and tells him that there's going to be no rain, there's going to be a famine, right? also weil jetzt Ahab die Isabel geheiratet hat, kommt jetzt Elia vor ihm und sagt, es wird kein Regen über euch kommen, es folgt also eine Hungersnot. Okay, and if you go to James chapter 5 and verse 17, Und wenn wir jetzt zu Jakobus Kapitel 5, Vers 17 gehen, Jakobus 5, Vers 17, James 5 and verse 17, it says, Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. So what was the time period of the famine? was war die Zeit der Hungersnot? The 1260, right? War die 1260. So here you have the 1260 and this famine, 1260 and this famine, right? It's showing us this principle. Also wir haben hier also die 1260, diese Hungersnot, und hier unten ebenso ein kleiner Fraktal, die 1260 und die Hungersnot. And if we go to Revelation 11, Und wenn wir jetzt zur Offenbarung 11 kommen, which marks the beginning of the 1260 from 538 to 1799. was ja auch den Anfang der 1260 markiert, von 538 bis 1798. In verse 3, Beginnt in Vers 3. it says, I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy. Right? Bis Vers 6 haben wir gelesen. So you have all the evidence there to show that the famine that's brought upon, right, is because of this false marriage that's marking the Sunday law crisis, right? Also wir sehen ganz klar diese Beweise, dass die Hungersnot deswegen über sie kommt, wegen dieser falschen Ehe, die sie eingehen. Die Okay. Sonntagsgesetzkrise. So when Joseph is standing here and he says there's going to be 7 good years followed by 7 years of famine, it's just showing it on a much smaller level, right? Also wenn Josef jetzt hier steht und er sagt, es sind 7 gute Jahre gefolgt von 7 Jahren der Hungersnot, dann ist das einfach nur eine Darstellung auf einer kleineren Ebene. But the famine that's being referred to is the Sunday law crisis, Aber right? die Hungersnot, auf die es sich im wahrsten Sinne bezieht, ist die Sonntagsgesetzkrise. Because it's just teaching us that the little time of peace
is a time period where God is going to bless you, right? Where the Sunday law crisis is where you're being cursed for disobedience, right? Es lehrt uns einfach nur, dass die kleine Zeit des Friedens diese Zeit ist, wo Gott dich reichlich segnen wird, wohingegen die Sonntagsgesetzkrise die Zeit ist, wo die curses you, Yeah, it's like the curse, because also es ist der Fluch wegen wegen Ungehorsam kommt dann über die Ungehorsamen. okay, right, because we do this, right? 1, 2, 3, 4, 5. What is that I'm referring to? Also wenn wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 The seals, right? aufzeichnen, das wären die Siegel. First 3 seals, paganism. Fourth seal is this 1260, and the fifth seal is the time of peace, right? Ersten 3 Siegel Heidentum, 4. Siegel Papsttum und das 5. ist diese kleine Zeit des Friedens. And what comes at the 6th seal? Und was kommt zum 6. Siegel? No, it does, but that's not what I'm asking. What's written in the 6th seal? Shaking of the heavens and the earth, Die right? Erschütterung des Himmels und der Erde. So you see it all there, but what does the Lord do? He holds it, right? Also man sieht das hier also an dieser Wegmarke markiert, aber was tut der Herr? Er hält es noch zurück. Because the shaking of the heavens and the earth that marked here, what is it typifying? Denn die Erschütterung des Himmels und der Erde, die hier an der finalen Untersuchung markiert sind, was schatten sie voraus? Why do we go off in different times? Look, yeah, the day of the Lord, which is what? Tag des Herrn, was ist? Das ist was? Okay, who came? John standing there. What does it mark? Also Johannes stand ja hier und was markiert das? It's the second advent, right? Die Okay, Wiederkunft. the day of the Lord is the second coming, right? Der Tag des Herrn ist auch die Wiederkunft. Christ comes down, right? Christus kommt hier herab. So at the end is marking the second coming, but the Lord wants to come right there, but he holds it until the end, right? Also es markiert hier das zweite Kommen und der Herr hält es hier, bis er dann am Ende hier kommt. Okay, so the question now, we've always been saying that you get to the end and the 7 last plagues pour out, right? Wir haben immer gesagt, man kommt zum Ende und dann die 7 letzten Plagen werden ausgegossen. It's a bit of a contradiction when you've got 7 good years, right? Aber das ist ein wenig ein Widerspruch, wenn da es 7 gute Jahre gibt. Because what happens here what happened on 9/11? Was ist am 11. September passiert? It began to happen, right? They struck, it was the beginning of the 7 last plagues, but then it was restrained, right? Also es fing an zu passieren, diese Attacke fand statt, aber dann wurde es auch sofort wieder eingeschränkt. Okay, so I want us to see this, that the winds are blowing there, but they're restrained. But here, they're restrained and the winds are not blowing, right? That's the difference between this and this. Also die Winde wehen hier in der Sonntagsgesetzkrise, aber sie werden auch noch eingeschränkt. Aber hier wehen die Winde dann nicht. Das ist der Unterschied. Okay, just have to look at these things more and more. We'll start to understand them better, right? Da müssen wir die Dinge immer wieder anschauen, dann werden sie auch besser verstehen. So, go to Revelation 12. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 12. Offenbarung 12, Verse 13 bis 16. Now, Revelation 12, in fact, go to verse 1. Fangen wir doch schon in Vers 1 an. These are all things that we know, right? But we're just putting things in place, right? Alles Dinge, die wir wissen, wir wollen die Sachen nur an Platz setzen. It says, there appeared a great wonder in heaven. Behold, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. Where is this? What is it marking? Vers 1 bis 2, was markiert das? Okay, but first question was, where is this? Erste Where do we Frage put ist, this? wohin markieren wir das? It's a midnight cry, right? Das ist der Mitternachtsruf. It's marking the virgins that have on the wedding garment, right? Markieren die Jungfrauen, die das Hochzeitsgewand tragen. Okay, and
it says, verse 3, and there appeared another wonder in heaven. Behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his heads. Who's this? Vers 3, wer ist das? Who is it historically? Wer ist das historisch gesehen? Pagan Rome. So what does it represent? Das heidnische Rom, was stellt das dar? Now just remember, what did we just mark here and here? Erinnert euch dran, was haben wir hier und da markiert gehabt? Paganism, papalism, right? Heidentum und Papsttum. So you have the same illustration because this fractal is just a parallel to this, but smaller, right? Dieselbe Darstellung, denn dieses Fraktal ist ja dasselbe wie dieses Fraktal da vorne, es ist nur einfach kleiner. Right? Richtig? So right here you have the dragon, which is pagan Rome. Also hier haben wir den Drachen, das heidnische Rom. He's persecuting in this time period where he's expecting a birth, right? Er verfolgt hier in dieser Zeit, wo die Frau eine Geburt erwartet. Okay, and verse 5. Vers 5. In fact, let's read verse 4 first. Oder lass uns mit Vers 4 doch schon weiter oder anfangen. And his tail drew a third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. So what happens right there? Also was passiert hier? Persecution. Yes, persecute, but what did we just read? Verfolgen, ja, aber was haben wir gerade gelesen? Stars fall from heaven, right? Sterne fallen hier vom Himmel. Right? Sorry, we're here. Stars fall from heaven, right? But, so, that's in this time period, right? Und das wäre in der unteren Linie dann hier anzusetzen. Do we have it at the beginning? Haben wir das auch hier am Anfang markiert? Yes, because we know the Sunday law, he wants to bring the 7 last plagues, right? He says, hold, hold, hold. It's always marking this same thing, right? Auch im Sonntagsgesetz möchte er die 7 letzten Plagen bringen und er sagt, haltet, 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 haltet. Es ist immer dasselbe. Okay, so the point is that, where were we? Verse 4, and his tail drew the third part of stars from heaven, did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Wir haben nochmal Vers 4 gelesen. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and a child was caught up to God and to his throne. Where are we now? Vers 5, wo sind wir jetzt? Here, the 9th hour, right? Wir sind jetzt hier bei der 9. Stunde angekommen. So, right at the end here, this marking this point where you've had this birth, right? Genau hier am Ende, das markiert jetzt diesen Punkt, wo du diese Geburt hattest. You have on the wedding garment, Du hast jetzt das Hochzeitsgewand an, right? richtig? And then, just go to verse 13 now. Und jetzt gehen wir runter zu Vers 13. 13 bis 16. It says, and when the dragon saw that he was cast unto the earth, and when did that happen prophetically? Und wann ist das Historically. historisch passiert? Wo ist der Drache hinausgestoßen worden? At the cross, right? Beim Kreuz. Which is the 6th hour, right? Und das ist auch die 6. Stunde hier in So- der Darstellung. Okay, so who's coming down right here? Wer kommt hier herab? Where did you mark? Right here, which is this point right here. No, it was at the 9th hour that he was cast down. Remember our study? He's cast down when they're overcome, and then when he persecutes it, right from the 9th hour to the final review, parallel the 7th. Can be filled in. Look, remember, this 1260 goes all the way to there. It's the same as this. But not all, everybody, not all 1260 was at that point. Do you In, remember? in this case it is. It's the cross. It's the cross where he gets cast down, right? So here you take it all the way to there, right? There he has been cast down, right? You can see that in verse 10 and 12 to 12. It says that, and I heard a loud voice saying in heaven, now comes salvation and strength in the kingdom of our God in the power of Christ, for the accuser of our brethren is cast down. Yes, It's Joshua, right? yes. From the 6th to the 9th hour he's accusing. Two different fractals. And then it says, and they overcame him by the blood of the Lamb, and by Yes. the word of the testimony, and they loved not their lives unto death. Therefore rejoice. Yes, That's when the birth takes place. They rejoice. yes.
ye heavens, and ye that dwell on earth, woe for the heavens of the earth, for thou dost come down having great wrath. Well, if you're going to do that, you break the pattern. No, because look, you wrote it there from the midnight cry to the ninth hour, 12:16, and then from the ninth hour. Wait a minute. From the midnight And cry. from the ninth hour, that's when Christ says it is done, the seven last plagues begin to fall. And that's basically where she flees, and then the dragon is wrath and persecutes her. Okay, it doesn't matter. I'm not going to make an argument of Which it. verses did you read? Yeah, Verse 10 to 12. Also wir haben eben gerade noch die Verse 10 bis 12 gelesen und die zeigen letztendlich, dass es zur 9. Stunde ist, dass der Drache hinausgestoßen wird. Because it says when Satan was cast down, when Christ says it is done. Also sagt er, dass Satan hinabgestoßen wird, wenn Christus sagt, es ist geschehen. yeah, I'm not arguing that point. But there's a fractal there that either goes to there, then from there to there, or it goes from here to here, and then from there to there. Yes, and this one goes the 1260 here, where he persecutes it from the 9th to the 5th reveal. Okay, I'm not arguing that point, but it doesn't make any difference. Because the point I was making, Satan comes down, right? Yes. Okay. Aber das macht jetzt eigentlich in meiner Aussage jetzt nicht so den großen Unterschied, ob jetzt Satan hier zur 9. Stunde rausgeschmissen wird oder jetzt hier zur 6. Der Punkt, den ich aber nur machen wollte, ist, dass Satan hier zur 6. Stunde auf jeden Fall runterkommen wird. At the Sunday law, right, Revelation 9, what do you have? Also am Sonntagsgesetz in Offenbarung 9, was haben wir dort? Satan coming down, right? Da kommt Satan herab. And it's marking this where the four winds get loosed, but although they get restrained. Und das markiert ja da, wo die 4 Winde gelöst werden, auch wenn sie wiederum gehalten werden. And Revelation 9's marking the exact same thing. Right? Und Offenbarung 9 markiert, 9/11's marking the same thing. der 11. September markiert genau dasselbe. Right? It's always shown as at the beginning and at the end. Es zeigt uns immer, dass es am Anfang markiert und auch am Ende. Okay, so back to verse 13. Gehen wir zurück zu Offenbarung 12, Vers 13. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into a place where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. And the serpent cast out his mouth water as a flood after woman, that he might cause her to be carried away of the flood. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. So this woman flees now, right, for 1260. Bis Vers 16 haben wir gelesen, die Frau, die flieht jetzt hier für diese 1260. Okay, thanks for bringing that point, because I remember why we put that there now. Ich kann mich jetzt daran erinnern, warum wir das jetzt hier hingesetzt haben. Because this is the point where you flee, right? Yes. Das ist ja der Punkt, wo man flüchtet. Okay, so she flees in the wilderness, but the point I want to get, at the end of that wilderness experience, in verse 16, what happens? Denn am Ende dieser Wüstenerfahrung hier in Vers 16, was passiert dort? The earth opens her mouth. Right, so where is this? Also die Erde tut ihren Mund auf und wo ist das? Where is this? It's 1798. Here, right? Das ist in dieser Darstellung da oben. I'm not dealing with that point. I'm just talking about where we are at time. We're back to here again, right? Because it's the end, right? In der oberen Linie wären wir dann ja dort, denn das ist das Ende dieser ersten Krise. So what was we marking yesterday when you come to the end? Which entity is it that's swallowing up the flood? Und was haben wir gestern angeschaut? Welche Macht ist es, die am Ende dann die Flut aufschlingt oder verschlingt? Okay, that doesn't mean anything. What is it? Die Erde, aber das bedeutet nichts. Was ist das? What's the earth swallowing up the flood? Yeah, the United States, church and state separates, coming up there like a lamb, right? Das ist die USA, die dort aufkommt, wo Kirche und Staat getrennt sind und sie kommen wie ein Lamm auf. Right? Richtig?
Okay, all I'm doing is linking lots of things together that we've already been putting in place. Right? Alles, was ich tue, ist, ich verknüpfe hier diese ganzen Sachen miteinander, Sachen, die wir ja bereits hier an Platz gesetzt haben. Okay, go to Ezekiel 31. Gehen wir jetzt zu Hesekiel 31. Okay, so we began in Genesis 41 with Pharaoh, right? Also wir haben ja in 1. Mose 41 mit dem Pharao angefangen. So I just want to remind us that who Joseph is speaking to, right? Und ich möchte uns einfach nur in Erinnerung rufen, zu wem Josef gesprochen hat. Okay, it says, and it came to pass in the 11th year, in the 3rd month, in the first day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak unto Pharaoh king of Egypt, and to his multitude, whom art thou like in greatness? So what's the question here? Also wir haben jetzt Hesekiel 31, Vers 1 bis 2 gelesen. Was ist die Frage, die hier gestellt wird? Who is Pharaoh like in greatness, right? Wer ist von der Größe her gleich wie Pharao? Right? And then it says in verse 3, behold the Assyrian. Und dann sagt es als Antwort in Vers 3, siehe der Assyrer. Okay, the Assyrian was a cedar in Lebanon with fair branches and with shadowing shroud and of a high stature. His top was among the thick boughs. The waters made him great. The deep set him up on high, with her rivers running round about his plants, and sent out her little rivers unto all the trees of the field. Therefore his height was exalted above all the trees of the field, and his boughs were multiplied, and his branches became long, because the multitudes of waters when he shot forth. All the fowls of heaven made their nests in his boughs, and under his branches did all the beasts of the field bring forth their young, and under the shadow dwelt all the great nations. Das ist Vers 6. So Pharaoh has been likened unto this great tree where all the nations shelter under it, right? Also Pharao wird jetzt hier als dieser große Baum beschrieben, wo alle Nationen drunter Schutz finden. Okay, so Pharaoh's likened unto the Assyrian, Und right? Pharao wird hier mit dem Assyrer verglichen. So go to Isaiah 10, Gehen wir jetzt zu Jesaja 10. Isaiah chapter 10 and verse 1. Jesaja 10 und Vers 1. It says, woe unto them that decree unrighteous decrees, that write what? Grievousness, right? Die was schreiben? Ja, schwere Dinge. Difficult to translate. Well, you have, when you slash somebody in the face, that's a grievous sin. It's different if you punch somebody, but if you slash them, there's two different types of assault. Ja, schwere Dinge. It's worse. Anyway, Wie? Ja, vielleicht gravierende Dinge. Ja. maybe it's got it, but it's okay, right? So the point that I want to make is that this unrighteous decree that made, it's grievous, right? Also dieses ungerechte Dekret, was sie hier erlassen, das ist ja, schwerwiegend oder gravierend. Okay, verse 5. Vers 5 und 6. O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation. I will send him against the hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge to take the spoil, to take the prey, to tread them down like the man of the streets. So the one that makes this grievous decree is the Assyrian, right? Also derjenige, der dieses Übersetzt als schlimm, schmerzlich, ernst, schwerwiegend, kränkend oder schwer. ja, dieses schwerwiegende Dekret macht, ist der Assyrer. Okay. So, and the Assyrian is Pharaoh, right? The, Yes. the same entity, Der right? Assyrer, der ist Pharao. Das ist dieselbe Macht. And we know that Pharaoh makes the Sunday law, right? We had this earlier on today, Wir right? haben ja gesehen, der Pharao macht das Sonntagsgesetz. Das haben wir vorhin schon gesehen. Okay, the only quote that I've used is in the live stream. It's 14 MR 91. Und das einzige Zitat, was ich jetzt hier benutzen möchte, ist das, was ich auch im Livestream jetzt gepostet habe. 14 MR 91. Okay, and it's a nice quote because it links together Pharaoh, Assyria, and Nebuchadnezzar all making the Sunday law, right? Das ist ein schönes Zitat, denn es verknüpft jetzt Pharao, Nebukadnezar und den Assyrer als eine Macht, die das Sonntagsgesetz erlässt. Okay, just you bring all these points together. It shows you that they're all the same entity. Wenn du nämlich diese ganzen Punkte dann zusammenbringst, zeigt es, dass sie letztendlich alle dieselbe Macht hier am Ende der Welt sind.
Okay, an idol Sabbath has been set up, as the golden image was set up on the plains of Judah. And as Nebuchadnezzar, the king of Babylon, issued a decree that all who would not bow down and worship this image should be killed, so a proclamation will be made that all who will not reverence the Sunday institution will be punished with imprisonment and death. Thus the Sabbath of the Lord is trampled underfoot. But the Lord has declared, woe unto them that decree unrighteous decrees and write grievousness which they have prescribed. So what is grievous? Also was ist hier so schwerwiegend? The Sunday Yeah. law, Schwerwiegend. right? The Sunday law is what's grievous, right? Das Sonntagsgesetz ist schwerwiegend. Right? And I'm not going to deal with this, but there's in the book of, I think it's in Ezekiel, talks about the grievous vision. But that you can also prove that that's the Sunday law. That's Isaiah 21. Isaiah, excuse me, where the watchman. Das ist Isaiah 21. Yes. Also es gibt auch noch in Jesaja 21 diese schwerwiegende Vision. Und das spricht auch über das Sonntagsgesetz, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. But I just want us to point out that this grievous vision is about the Sunday law, right? Aber ich möchte einfach nur zeigen hier, dass diese schwerwiegende Vision über das Sonntagsgesetz geht. Okay. So now just let me go. I remember right, I might give me the point. 1 second. Can remember who said it was in here, please. Set it to fill. Doesn't matter. I'll come back. I've probably got it in here anyway. So, Wir kommen gleich drauf zurück. okay, so go now to Daniel chapter 4. Jetzt lass uns zu Daniel Kapitel 4 gehen. Now, Daniel chapter 4 is about Nebuchadnezzar, who's this great tree. Und right? Daniel Kapitel 4 handelt ja von Nebukadnezar, welcher dieser große Baum ist. So, Nebuchadnezzar, Assyria, and Pharaoh, they're all the ones that make this grievous vision, right? Also Nebukadnezar, Pharao, der Assyrer, sie sind alle dieselben, die diese schwerwiegende Vision erlassen. Okay. So, in Daniel 4, beginning in verse 4. Daniel 4 und im Deutschen ist es jetzt, einen Augenblick, das ist Vers 1. Okay. It says, I, Nebuchadnezzar, was at rest in mine house and flourishing in my palace. I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me. It's the exact same place where Pharaoh was in Genesis 41, right? Das ist Vers 2 im Deutschen, das ist genau derselbe Punkt, wo auch Pharao war in 1. Mose 41. Therefore I made a decree to bring all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream. Exactly the same again as what Nebuchadnezzar. Also Vers 3 haben wir gelesen, genau As dasselbe, Pharaoh, sorry. nochmal genau dasselbe wie Pharao. But also the same as Daniel 2. Daniel 2, right? Und auch dasselbe nochmal wie Daniel Kapitel 2. Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers, and I told the dream before them, and they did not make known unto me the interpretation thereof. Exactly the same again. None of them can make known the dream, right? Also Vers 4 im Deutschen, keiner kann diesen Traum deuten, genau dasselbe wie bei den anderen Visionen. So, but at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my God, and in whom is the spirit of the holy gods, and before him I told the dream, saying, right? So, Daniel, Also bis Vers 5. right? Daniel's here at the 9th hour, right? Daniel steht ja jetzt am Ende dann hier zur 9. Stunde, Same place where Joseph's standing, right? zur selben Platz, wo auch Josef stand. And prophetically, same as where John and Daniel and all that, they're all standing at this waymark, Und right? prophetisch gesehen auch dort, wo Johannes und Daniel stehen, die stehen alle dort an dieser selben Wegmarke. Okay, so verse 8. Gehen wir jetzt zu Vers 5 nochmal. But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my God, and in whom is the spirit of the holy gods. And before him I told the dream, saying, O Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in thee,
and no secret troubleth thee. Tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof. Thus were the visions of mine head in my bed. I saw and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. The tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the ends of all the earth. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all. The beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it. The same vision we read in Ezekiel, right? Ezekiel 31. Bis Vers 9. Es ist letztendlich dieselbe Vision, die wir auch in Ezekiel 31 lesen konnten. Right? And it says, verse 13. Es geht weiter, jetzt in Vers 10. I saw in the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and a holy one came down from heaven. He cried aloud and said, Thus, hew down the tree and cut off his branches, shake off his leaves and scatter his fruit, let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven. And let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Let his heart be changed from a man's, and let a beast's heart be given unto him, and let 7 times pass over him. Bis Vers 13. So Daniel's standing here at the 9th hour, right here, right? Also Daniel steht jetzt hier zur 9. Stunde And he's now explaining the vision to Nebuchadnezzar. und er erklärt jetzt dem Nebukadnezar die Bedeutung dieser Vision oder dieses Traums. So, let's read. Okay, verse 14. Lass uns nochmal zu Vers 11 gehen. Did we just read all those? We read until 16. Okay, so let's go to verse 16. Lass uns zu Vers 13 im Deutschen gehen. So in verse 16 it says, Let his heart be changed from a man's, and let a beast's heart be given unto him. What is that a parallel to? Wozu ist das eine Parallele? Also, I guess it's going from speaking like a lamb to speaking like a dragon. No guessing. Also wozu ist das eine Parallele? What is a beast in Bible prophecy? Was ist ein Tier in der biblischen Prophetie? What, Margaret? Ein Königreich. It's a persecuting power, right? Das ist eine verfolgende Macht. It's not just any old kingdom, it's a persecuting kingdom, right? Es ist nicht nur irgendeine Macht, sondern es ist eine verfolgende Macht. When do the kingdoms, or the persecuting kingdoms, what do they symbolize at the end of the world? Und diese verfolgenden Königreiche, was stellen sie hier am Ende der Welt dar? Say speaking like a dragon. So the Sunday law, right? Das ist, wenn die USA wie ein Drache spricht, ist es das Sonntagsgesetz. So the persecuting kingdoms in the past, Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, they symbolize the Sunday law crisis. Also Right? die verfolgenden Mächte wie Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom stellen das Sonntagsgesetz dar, die Sonntagsgesetzkrise. So verse 16, it says, when it says, let his heart be changed from a man's, and let a beast's heart be given unto him, and let 7 times pass over him, it's speaking about a point where it begins to persecute God's people, right? Also Vers 13, wo jetzt dieses menschliche Herz gegen ein tierisches Herz ausgetauscht werden soll, markiert also den Punkt, wo er jetzt eine verfolgende Macht wird. Right? Bitte? Okay, so now what do we see happen right here? Was sehen wir, was passiert hier mit dem Löwen? What happens to the lion with the wings? Was In Daniel chapter passiert 2. mit dem Löwen und seinen Flügeln in Daniel 7, in Daniel 7? Oh, Daniel 7, sorry. Wings being plucked up, standing Man's heart is good. Yes, the wings are plucked off, he stands up like a man, and the man's heart's given to him, right? Also die Flügel werden ausgerissen, er richtet sich auf wie ein Mensch und ein menschliches Herz wird ihm gegeben. Okay, so we understand that this is marking this is like a parallel event, right? Wir verstehen, das ist wie ein paralleles Ereignis. So when
when Babylon, this kingdom that's meant to be a protector, becomes an oppressor, he loses the wings, right? Also wenn Babylon, was ja letztendlich eine beschützende Macht sein sollte, jetzt zu einer unterdrückenden Macht wird, dann verliert es diese schützenden Flügel. And he lifts himself up and becomes this cruel and proud oppressor. Und es erhöht sich dann und wird dann zu diesem stolzen, grausamen Unterdrücker. And here it says, it's hard to change from a man's to a beast. And a beast is a persecuting power. Und hier in Vers 13 steht, dass dieses menschliche Herz in ein tierisches Herz verwandelt werden soll und ein Tier ist eine verfolgende Macht. Okay, so, okay. So, back to Daniel 4, verse 22. Wieder zurück zu Daniel 4 und jetzt Vers 19. And he says to him, "It is thou, O king, that art grown and become strong, for thy greatness is grown and reached unto heaven, and thy dominion to the end of the earth. And whereas the king saw a watcher and a holy one come down from heaven, and saying, Hew the tree down and destroy it, and leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field till 7 times pass over it." So Bis Vers 20. Nebuchadnezzar wants to know what this is applying to. So Daniel's explaining it to him. Also Nebukadnezar möchte ja wissen, was das jetzt alles bedeutet und Daniel erklärt ihm das. But what you can see here in verse 16 is pointing to the Sunday law crisis. Aber was wir hier in Vers 13 sehen konnten, ist, weist auf die Sonntagsgesetzkrise hin. Or at least a period of time where it's persecuting God's people. Oder Right? zumindest auf eine Zeit, wo diese Macht jetzt Gottes Volk verfolgen wird. Okay, so he's standing here, the 9th hour, and he tells them this dream, right? Er steht jetzt hier zur 9. Stunde und er erklärt ihm diesen Traum. Okay, now verse 28. Nun gehen wir jetzt zu Vers 25. It says, "All this came upon the king Nebuchadnezzar. At the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon." So when did it come upon him? Wann kam jetzt das Gericht über ihn? The end of 12 months. Okay, so when, okay, it's at the end of 12 months, where was Daniel telling him about it? Am Ende der 12 Monate, also wo hat Daniel ihm es folglich dann gesagt gehabt? Beginning of the 12. The beginning of the 12 months, right? Am Anfang der 12 Monate. Okay, so he's here, right? So beginning of the 12 months, end of 12 months. So what is the period from here to here? Also Daniel steht jetzt hier am Anfang der 12 Monate und hier ist das Ende der 12 Monate. Also was ist das hier? 360. 360, Das right? sind 360 It's Tage. a time, right? Es ist eine Zeit. You rule for a time. You've got this 360, it's a time, it's 1 year, right? Also es ist diese Zeit, diese 360, es ist ein Jahr. Okay? So basically, from the moment he begins to give him a prediction of what's going to come upon him, he has this time of peace to think about prior to the event coming upon it, right? Also letztendlich von der Zeit, wo Daniel ihm diese Vorhersage gibt, bis es dann letztlich eintritt, hat er ihm diese Zeit gegeben, wo er nochmal drüber nachdenken kann. Okay? So it's like Joseph. Joseph says this is 7 good years followed by 7 years of famine, Das ist right? ähnlich wie bei Josef, er sagt, das sind 7 gute Jahre, gefolgt von 7 Jahren der Dürre. But the principles are exactly the same, right? You're standing here telling him, Die Prinzipien sind hier dasselbe. Du stehst hier und sagst ihm, was kommen wird. because the United States comes out of this time of trouble and puts on this lamb's clothing, right? Denn die USA kommt ja aus dieser Zeit der Trübsal jetzt hier hervor und zieht sich wieder diese Lammgewänder an. Right? Richtig? But he's already even predicted what he's going to do, right? At this point. Aber er sagt bereits voraus, was die USA wieder hier tun wird, ab diesem Punkt hier. Okay? So you can see that on different levels it's teaching the same illustration about this time of peace. Das zeigt uns also auf verschiedenen Ebenen immer dieselbe Wahrheit über diese Zeit des Friedens. Okay? So now the last point that I want to get to, right? Letzter Punkt, zu dem ich jetzt noch kommen möchte. So verse 31.
Gehen wir zu Vers 28. But let's just read from verse 30. Und lass uns auch für Vers 27 anfangen. The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom, the might of my power, and for the honor of my majesty? What's he doing? Was tut Nebukadnezar hier? Yes, he's lifting himself up. So what's he doing? What did we just point at? Also er erhöht sich selbst und was tut er? Worauf haben wir ihm gerade hingewiesen? Right, it's right there, Margaret, right? Yes? Also hier dieser Löwe, der sich da erhöht. He lifts himself up, right? Er erhöht sich. And it's right here, right? Und das ist genau hier zur 6. Stunde. And that's that 1260 that we find in Daniel chapter, Revelation chapter 12, right? Und das ist auch diese 1260 hier aus Offenbarung Kapitel 12. Which is a fractal of the Sunday law crisis. Was ein Fraktal ist von der Sonntagsgesetzkrise. Yes? Are we following the logic, right? But the point is that, verse 31, while the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee. So what's he doing during these 7 years? Also wir haben jetzt hier bis 29 gelesen, was soll er in den 7 Jahren machen? He's eating grass as an ox, right? Er soll Gras fressen wie ein Ochse, Till 7 times pass over thee. bis 7 Zeiten über dir vergehen. Until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men and giveth it to whomsoever he will, right? So, the point that I want to make is that you have Joseph saying there's going to be 7 good years of plenty. Der Punkt, Right? den ich machen möchte, ist, wir haben jetzt hier Josef, der sagt, es gibt erstmal diese 7 Jahre der Fülle hier. And it's marked by cows eating in a meadow. It's marking the blessing, right? Und es ist dargestellt durch Kühe, die auf einer Weide grasen. Es ist eine Segnung. So, when the sixth seal comes right here, what does the Lord want to do? Also wenn das 6. Siegel hier kommt, was möchte der Herr hier eigentlich tun? He wants to come and destroy everything, right? Er möchte kommen und hier letztendlich alles zerstören. But he says hold, right? Aber er sagt dann auch, hier haltet. And what he holds it for is that this, although the tree gets cut down right there, he says it's basically, it's his wrath, but it's mingled with mercy, right? Also letztendlich auch, wenn der Baum jetzt hier niedergehauen wird in Daniel 4, ist es zwar sein Zorn, aber in dieser Darstellung ist es immer noch mit Gnade vermischt. So what I want us to see is that this time period right here, they're going to get the message with great power, right? Das zeigen möchte, dass also in dieser Zeit hier werden sie die Botschaft in großer Kraft erhalten. It's a time of peace. It's a time where you can go forward and give it unhindered, right? Es ist eine Zeit des Friedens, es ist eine Zeit, wo du vorwärts gehen kannst, ungehindert. But right here, they're going to persecute you. Aber ab dieser Wegmarke fangen sie wieder an, dich zu verfolgen. But you're still to go forward and give the message in a time of crisis, right? Aber du sollst dennoch weiter vorwärts gehen und eine Botschaft in einer Zeit der Krise geben. And it's their last opportunity to receive it. Hence the rain is falling upon them. They're still being able to eat the grass, right? For that length of time. Und das ist die letzte Möglichkeit für sie, das noch zu erhalten. Deswegen kommt auch hier dieser Regen oder dieser Tau über Nebukadnezar für diese Zeit hier. Now, the point that I'm making from all this, because all this stuff is things that we're familiar with. Und der Punkt, den ich daraus ziehen möchte, denn das ist ja letztendlich alles Dinge, mit denen wir vertraut sind. I'm trying to get us to see the difference between the preaching in this time period to the preaching in this time period, Ich right? möchte euch den Unterschied erkennen lassen zwischen der Verkündigung in dieser Zeit hier und der Verkündigung in dieser Zeit. And there's although this is marking a time period of famine, if they receive the words of Elijah, there's no famine for them, right? Und wir müssen auch bedenken, dass auch wenn das hier eine Zeit der Hungersnot darstellt, wenn sie die Worte des Elias erhalten, dann ist es für sie keine Hungersnot. Right? Richtig? It might not seem so exciting things, but all these points are very important that we have fixed in our mind, right? Das mag jetzt vielleicht nicht alles so sensationelle Dinge sein,
Aber es ist wichtig, dass wir alle diese Details in unserem Verstand verankern, damit wir andere Dinge sehen können. Okay? So there's a birth at the beginning, birth at the end. Es gibt also eine Geburt am Anfang, eine Geburt am Ende. Okay, he goes to bring the 7 last plagues here, he holds them. Er möchte die 7 letzten Plagen hier bringen, aber er hält sie noch hier zurück. But the winds are still allowed to blow. He goes to bring the 7 last plagues here. Aber die Winde werden dennoch hier, erhalten sie die Erlaubnis zu wehen und er möchte dann hier die 7 letzten Plagen bringen. But he holds it instead, he says, he gives a time of peace, right? Aber er hält sie hier wiederum zurück und gibt ihnen dann eine Zeit des Friedens So erst. instead of cursing them, he blesses them, right? Also anstatt sie zu verfluchen, segnet er sie. But when it rises up again as a persecuting power right here, it just repeats over again, right? The Lord wants to bring the 7 last plagues, but he holds it. Aber wenn sie wieder als verfolgende Macht hier aufsteigen, möchte der Herr wieder die 7 letzten Plagen bringen, aber er hält sie nochmal zurück, bis dann hier, wo er sie letztendlich dann bringen wird. And really what it's shown us the mercy of God at every stage, how he's trying to save us at every point, right? Und was uns das letztendlich zeigt, ist wirklich diese Barmherzigkeit, diese Gnade Gottes, wie er uns wirklich retten möchte zu jedem Zeitpunkt, Okay. bis zum Schluss. So you have to understand that because you have to know what is taking place there because it's a work involved in there and you need to know what you should be doing at any one of these times. Und wir müssen das verstehen, denn mit jeder Zeit hier ist ein gewisses Werk verbunden und wir müssen wissen, wann wir was zu tun haben. Okay, any questions? Noch irgendwelche Fragen? Is it also, like you said, when they receive the word of Elijah, then they don't have hunger? But it's also the same if they receive the bread from Joseph, they are also not hungry. Also die Frage ist jetzt, No, you're mixing two things up, Margaret. ob jetzt hier, wenn sie die Worte des Elia hier erhalten, haben sie ja keine Hungersnot, ist es Okay. dasselbe, wenn sie hier das Brot von Josef erhalten, Okay, dass sie auch but- keine Hungersnot haben? They got it. Okay, I'm thinking remember they're gathering the bread in this time period, right? Also sie sammeln ja das Brot hier in dieser Zeit hier. But Joseph is issuing the bread in this time period. That Okay. would be the same as Elijah. That's what you mean. Josef teilt das Brot hier aus in dieser Zeit in der Hungersnot und das wäre dasselbe wie Elia, der das Wort austeilt. Yes, right. You have to go to Joseph for the bread. They have to go to Elijah for the bread. Right? Sie mussten ja zu Josef gehen für das Brot und sie mussten zu Elia gehen für das Brot. Okay. Yes. Okay. Shall we close with a round of prayer? Sollen wir dann abschließen mit unserer Gebetsrunde?